In diesem Video haben wir etwas ganz Besonderes für euch, denn hier gibt's exklusiv die neue Sinn 103 Classic 12H zu sehen, die wir in direkter Zusammenarbeit mit Sinn Spezialuhren entworfen haben und insgesamt 300 Mal anbieten dürfen. Der Anlass dafür ist das 30-jährige Jubiläum unseres Magazins und dementsprechend handelt es sich hierbei natürlich um Werbung. Das ist sie, unsere erste Uhr. Zusammengefasst handelt es sich dabei um eine Neuauflage der absolut ausverkauften Sinn 103 Classic 12, allerdings in einem völlig neuen Farbschema. Das beige Zifferblatt mit braunen Totalisatoren wird von einer ebenfalls kastanienbraunen Keramiklünette mit 12er Skalierung umrahmt, die beidseitig drehbar ist und zum Beispiel zum Merken einer zweiten Zeitzone geeignet ist. Die Zeiger für die Chronographenfunktionen sind orange lackiert, wodurch sich die Stoppzeit deutlich von der normalen Zeitanzeige mit kleiner Sekunde auf der 9 abhebt. Gesteuert wird alles durch die verschraubbaren Chronographendrücker und durch die Schraubkrone. Auf der Rückseite gibt es natürlich einen Sichtboden, durch den man dem Kaliber 510 von Sellita bei der Arbeit zuschauen kann. Auf dem Rotor wird außerdem die individuelle Limitierungsnummer von 001 bis 300 angegeben, denn das Modell ist auf 300 Exemplare limitiert. Beim gezeigten Modell handelt es sich um einen Prototyp, darum steht hier 000. Sinn wurde 1961 gegründet und hat sich damals vor allem mit Fliegerchronographen einen Namen gemacht. Schon früh war die Reihe 103 ein fester Bestandteil der Kollektion und ist damit exemplarisch für die Geschichte der Marke. Für uns stand schnell fest, dass auch unser Sondermodell aus der Reihe 103 abstammen sollte. Schlussendlich haben wir uns für die 103 Classic 12 als Grundlage entschieden, weil sie das modernste Modell der Reihe darstellt. Neben der eigens von Sinn entwickelten AR-Trockenhaltetechnologie war es auch die erste Sinn-Uhr mit Keramikdrehringen. Unserer ist, und das darf ich offiziell so nennen, kastanienbraun, also sehr dunkelbraun. Damit bleibt er kontrastreich, ist aber etwas ganz Besonderes und tatsächlich eine Sonderanfertigung für unser Modell. Auch beim Zifferblatt haben wir uns für eine neue Farbe entschieden. Das warme Beige harmoniert bei ausreichendem Kontrast mit den verwendeten Brauntönen. Es entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei einem Panda-Design. Auf dem Zifferblatt sorgen aufgesetzte Stundenmarker mit Superluminova-Füllung für gute Ablesbarkeit. Die Totalisatoren mit weißen Ziffern sind in der Mitte ausgedreht und bekommen dadurch diese schicke Riffelstruktur. Und die Datumsanzeige bzw. die dahinterliegende Scheibe hat Sinn natürlich auch farblich ans Zifferblatt angepasst. Wir haben das Modell bis jetzt überwiegend am schicken und braunen Juchtenlederband gezeigt, das mit seiner beigen Kontrastnaht wirklich toll mit den Farben des Zifferblatts harmoniert. Zu jedem der 300 Exemplare gibt es aber noch ein zweites Armband aus Textil dazu. Das knallig orangene Zweitband ist ebenfalls eine Sonderanfertigung für uns, die tatsächlich auf die sportlichen orangenen Zeiger der Chronographenfunktion abgestimmt wurde. Hier liegt die 103 Classic 12H übrigens auf einem Teil von einem ausgemusterten Flugzeug. Bei der grünlichen Färbung handelt es sich um einen Schutzlack, der das Metall vor Umwelteinflüssen schützen soll. Aber zurück zur Uhr. Mit dem Textilband wirkt die Uhr natürlich nochmal vollkommen anders und auch deutlich sportlicher. Wir sind auf jeden Fall gespannt, welches Band euch besser gefällt. Sportlich ist der Chronograph aber ohnehin. Das Gehäuse mit 41 mm Durchmesser und 17 mm Höhe ist nämlich bis zu einem Druck von 20 bar, also 200 Meter wasserdicht. Zum verbauten Uhrwerk muss ich eigentlich kaum noch etwas sagen. Das Sellita SW 510 ist den meisten wohl bekannt. Bekannt als extrem robustes und bewährtes Chronographenkaliber mit Automatikaufzug. 8 Halbschwingungen pro Sekunde, 28.800 in der Stunde, eine gute Präzision und 56 Stunden Gangreserve. Das Werk erfreut sich jedenfalls nicht ohne Grund einer extrem hohen Beliebtheit. Natürlich wird es in einer Version mit Zierschliffen wie Genfer Streifen auf dem Rotor und Perlage sowie gebläuten Schrauben verbaut. Das kleine Zahnrad hier oben ist übrigens mit dem Minutenzähler des Chronographen verbunden und springt minütlich mit, wenn die Stoppfunktion läuft.
Die Schraube, die ihr hier an der Seite seht, ist ein Platzhalter. Wie schon gesagt, handelt es sich bei diesem Exemplar um die 000 von 300 und damit um einen Prototyp. An dieser Stelle wird später eine Kapsel mit Kupfersulfat im Inneren und Saphirglas-Sichtfenster eingesetzt. Denn die Uhr ist mit der AR-Trockenhaltetechnologie ausgestattet. Dafür wird das gesamte Gehäuse mit einem reaktionsträgen Schutzgas gefüllt, welches verhindert, dass Luftfeuchtigkeit im Inneren zum Beschlagen oder zu Schäden am Uhrwerk führt. Auch mit besonderen Dichtungen ist es aber nie ganz auszuschließen, dass Luft und damit Feuchtigkeit in die Uhr eindringt. Darum gibt es diese Kapsel an der Seite. Denn das eigentlich sehr hellblaue Kupfersulfat bindet nicht nur Feuchtigkeit, sondern färbt sich daraufhin auch tiefblau. Spätestens dann ist es Zeit für eine Revision bei Sinn. Die Kapsel funktioniert sozusagen als Indikator. Bis dahin dauert es aber mindestens 3 Jahre. So lange gibt Sinn Garantie auf Uhren mit der AR-Trockenhaltetechnik. Von der Sinn Armbanduhren 103 Classic 12H wird es nur 300 Exemplare geben. Das heißt, wenn euch das Modell gefällt, heißt es schnell sein. Angeboten wird es für 3.590 € im Doppel-Etui mit Spray-Armbändern. Ein Link mit weiteren Informationen gibt's in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich eine besondere Limitierungsnummer zu wünschen. Wie gefällt euch die Uhr? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Videos über spannende Armbanduhren sehen möchtet, abonniert doch unseren Kanal. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.